Willkommen bei Verlauf der Geschichte. An einem Punkt, an dem Geld, Macht und Geschichte aufeinandertreffen. In jener komplexen Welt, in der nicht so einfach ist, wie es scheint. Archäologie ist nicht nur das Ausgraben alter Ruinen, sondern das Suchen nach der Wahrheit unter den Schichten politischer Schmutzschicht. Spuren eines Landes, seiner Identität und seines Lebens zu finden. Doch manchmal sind diese Spuren nicht unter der Erde vergraben. Manchmal verstecken sich diese Spuren in den viel tieferen, viel komplexeren wirtschaftlichen und politischen Strukturen einer düsteren Geschichte, eines Volkes, einer Nation. In den 1990er Jahren hatte Deutschland eine Währung. Eine Währung, die der Welt zeigte, dass ein vom Krieg besiegtes Land, das scheinbar aus der Dunkelheit nicht herauskommen konnte, mit entschlossenen Schritten aufstieg und den Respekt verdiente. Doch am 1. Januar 2002 wurde diese Währung, infolge einer Entscheidung, geopfert. Die offizielle Version besagt, dass der Euro der Gipfel der europäischen Integration war. Aus der Perspektive eines Finanzarchäologen jedoch war dies der geopolitische Preis, den Deutschland für seine Vereinigung zahlte. Berlin wurde zusammen mit seinen Schuldnern in eine Falle gelockt. Heute werden wir die Anatomie dieser großen Veränderung untersuchen. Was haben wir wirklich gewonnen? Welchen Preis zahlt jeder deutsche Haushalt heute? Das ist die Bedeutung des Codes 1,95583. Die eingefrorene Zeit. Wussten Sie, dass die Deutsche Mark noch als Legende lebt? Dies ist ein goldener Teil der Finanzgeschichte, ein archäologischer Fund. Am 1. Januar 2002 mit der Einführung des Euros blieb die Zeit für die Mark an einem magischen Punkt stehen. 1 Euro ist gleich 1,95583 Deutsche Mark. Hier liegt die Eigenart des deutschen Charakters und seiner Zentralbank. Anders als viele andere Länder in der Eurozone ist Deutschland eines der wenigen Länder, das noch Banknoten und Münzen akzeptiert, die seit 1948 geprägt wurden, ohne ein Ablaufdatum. Heute, selbst wenn Sie alte Banknoten im Versteck Ihres Großvaters in München oder in einem Postfach in Mainz finden, sind diese Banknoten immer noch gültig. Die Bundesbank tauscht diese Banknoten zu dem Kurs von 2002 um. Sogar wenn Sie diese aus der ganzen Welt per Post nach Mainz schicken, wird der Betrag in Euro auf Ihrem Konto gutgeschrieben. Die Teuro-Legende und der Riss in der Wahrnehmung. Doch während auf dem Papier alles korrekt und fair erscheint, entstand in der Bevölkerung ein verfluchtes Wort: Teuro. Mit der Einführung des Euro entstand der hartnäckige Mythos, dass die Preise plötzlich doppelt so hoch stiegen. Doch wenn wir die offiziellen Daten, also den Verbraucherpreisindex, CPI, betrachten, entdecken wir ein überraschendes Bild. Die Inflation war viel niedriger als erwartet. Wie kam es also zu diesem Riss in der Wahrnehmung? Die Antwort liegt in den Details. Die Psychologie der Menschen blieb an den alltäglichen Bedürfnissen hängen. Brot, Kaffee, Bier in der Kneipe. Unternehmen ergriffen diese Gelegenheit und rundeten die Preise einfach nach oben. Psychologisch gesehen wurde aus 1 Mark für die Deutschen plötzlich 1 Euro, obwohl es eigentlich nur 50 Cent hätten sein sollen. Diese Rundungssteuer bleibt bis heute als großer Betrug in den Köpfen der Nation. Obwohl Makroökonomen mit ihren Grafiken argumentieren und versuchen zu beweisen, dass alles in Ordnung sei, wissen wir, dass das Vertrauen in eine Währung nicht auf Grafiken basiert, sondern auf dem Preis des Morgenbrötchens. Der Fluch eines zu schwachen Währung. Unsere erste Schicht ist ein wirtschaftliches Paradoxon. Normalerweise möchte ein Land, dass seine Währung stark ist. Doch manchmal kann der Preis der Stärke eine unsichtbare Last sein. Doch für die Exportmaschine Deutschlands wurde die Stärke der Mark zu einem Problem. Wäre die Mark heute noch existent, würde ihr Kurs um 30-40% höher liegen als der des Euro. Dies würde Mercedes-Autos und Siemens-Maschinen weltweit unglaublich teuer machen. Lassen Sie uns tiefer eintauchen. Der Euro wurde für Deutschland zu einer Abhängigkeit von der Wettbewerbsfähigkeit. Dank der wirtschaftlichen Schwäche Südeuropas, Griechenland, Portugal, Italien, wurde der Euro künstlich niedrig gehalten. Der größte Vorteil des Übergangs zum Euro war, dass der deutsche Export in den Himmel schoss. Deutschland wurde fast zu Chinas in Europa. Doch der Preis war hoch. Der deutsche Binnenmarkt stagnierte. Während die Unternehmen Rekordgewinne erzielten, wuchs die Kaufkraft der einfachen Deutschen nur langsam. Wir wurden ein reiches Land, aber der Großteil unserer Bevölkerung blieb in Bezug auf Privatvermögen arm. Die geheime Buchhaltung des Zusammenbruchs. Und nun steigen wir in den Keller hinab, an den Ort, an dem die Mainstream-Medien schweigen. Dies ist das Tage 2 System. Es sind die Lebensadern der Abrechnungen zwischen den Zentralbanken der Eurozone. Wenn Griechenland oder Italien eine Maschine aus Deutschland kaufen, aber nicht mit echtem Geld bezahlen können, verbucht die Bundesbank dies als Forderung. Heute hat Deutschland Forderungen an den Rest Europas in Höhe von mehr als 1 Billion Euro. Das ist virtueller Reichtum.
Dieses Geld kann man nicht an Rentner verteilen oder für die Sanierung von Straßen im Ruhrgebiet nutzen. Es ist eine Schuld, die unmöglich ohne das gesamte System zu gefährden, eingetrieben werden kann. Deutschland liefert echte Waren, Autos, Chemie, Technologie und erhält im Gegenzug die digitalen Versprechen der südeuropäischen Länder. Sollte der Euro morgen kollabieren, würde diese Billion zu Staub zerfallen. Wir arbeiten für den Nachbarn, der seine Schulden nicht zurückzahlen kann. Das ist die größte Schwäche der deutschen Wirtschaft und ein Problem, das tief im Fundament des Euros verwurzelt ist. Die Enteignung der Sparer und das Ende des Sparens. Die deutsche Kultur war immer auf Sparen ausgerichtet. Das Sparbuch war heilig, doch der Euro und die Politik von Christine Lagarde haben das Sparen zu Dummheit gemacht. Um die verschuldeten Regierungen des Südens und die Zombie-Banken zu retten, hielt die Europäische Zentralbank, EZB, die Zinsen über Jahrzehnten bei Null oder sogar im Minusbereich. Das Ergebnis? Bestrafung des Sparens. Die Deutschen haben durch negative Realzinsen hunderte Milliarden Euro verloren. Ihr Geld wuchs nicht auf dem Konto. Es wurde von der Inflation verschlungen. Immobilienblase. Durch die günstigen Kredite sind die Immobilienpreise in Berlin und München auf das Doppelte gestiegen. Die junge Generation der Deutschen kann sich nun kein Eigenheim mehr leisten. Zu Zeiten der Mark war es für die Eltern der heutigen Generation die Norm, ein Eigenheim zu besitzen. Wir haben den Euro gerettet, aber der Traum der Mittelschicht vom Eigenheim wurde zerstört. Politischer Geiselstatus. Warum hat Deutschland dem zugestimmt? Die Antwort liegt nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Geschichte. Deutschland sicherte sich seine Vereinigung, indem es auf das Recht verzichtete, seine eigene Währung zu drucken. Heute ist die Situation Berlins zu einer politischen Geiselhaft geworden. Deutschland hat keine Möglichkeit, den Euro zu verlassen, ohne seine Wirtschaft zu ruinieren. Doch zu bleiben bedeutet, die Fehler anderer zu bezahlen. Warum hat Berlin dem zugestimmt? Die Antwort liegt nicht nur in einer wirtschaftlichen Analyse, sondern in einer tiefen historischen Realität. Der Euro war kein wirtschaftliches Projekt, sondern eine politische Notwendigkeit. Nach dem Fall der Berliner Mauer fürchteten Frankreich und Großbritannien ein starkes Deutschland. Die Bedingung für die Zustimmung zur Wiedervereinigung war, auf die Mark zu verzichten. Deutschland tauschte das Recht auf eigene Währung gegen seine Einheit. Und so wurden wir zu Geiseln. Der Austritt aus dem Euro würde unsere Wirtschaft zerstören, aber zu bleiben bedeutet, die Fehler anderer zu bezahlen. Genau das nennt man Transferunion. Ewiger Geber. Was kommt als nächstes? Lassen Sie uns nun unsere Ausgrabungen zusammenfassen. Der Euro verschaffte Deutschland Marktbeherrschung, aber er nahm uns finanzielle Souveränität. Wir tauschten unser stolzes Mark gegen die Rolle des ewigen Gebers und Garant der Stabilität für andere. Doch die Tatsache, dass die Bundesbank der Mark immer noch treu bleibt und in Mainz diese alten Banknoten umtauscht, zeigt, tief im Inneren hält Deutschland die Tür offen. Falls dieses große europäische Experiment Risse zeigt, behält Deutschland immer noch die geheime Kraft seiner alten Währung. Die finanzielle Archäologie lehrt uns, dass jede Stabilität ihren Preis hat. Und heute lautet die Frage nicht mehr, ob der Euro vorteilhaft ist, sondern ob der Fundament standhält, wenn die Schulden der Südländer zu schwer für die Schultern des deutschen Atlas werden. Reiche Imperien und Währungsunionen zerbrechen, wenn die Kosten ihrer Erhaltung die Vorteile für das Hauptmitglied übersteigen. Wir nähern uns diesem Punkt. Denken Sie daran, Geld ist eine Illusion, aber sein Fehlen ist eine harte Realität. Wenn dir das eine neue Perspektive eröffnet hat, abonniere den Kanal. Die Geschichte enthält Antworten auf deine Fragen, und ich werde dir zeigen, wo du sie finden kannst.